ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Die liebe Annika von Real Japanese Garden hat mich heute zu einer Gartentour in Tokio eingeladen und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es sein wird, denn bei einer richtigen Gartentour habe ich noch nie mitgemacht und ja, es ist mein erstes Mal und ich bin sehr gespannt. Wir besuchen heute den Kyōfurukawa Garden in Tokio. Ich war vor ein paar Jahren schon mal dort, bin jetzt aber sehr gespannt, wie es heute aussehen wird. Und natürlich freue ich mich ein bisschen mehr über den Garten zu lernen. Also auf nach Tokio und viel Spaß beim Video. Der Kyōfurukawa Garden liegt im nördlichen Bereich von Tokio und ist über mehrere Wege erreichbar. Ich habe mich dafür entschieden, ihn von der Kaminaka-Satsu Station aus zu besuchen. Von dem Bahnhof aus dauert es keine 10 Minuten, dorthin zu kommen. Der Eintritt in den Garten kostet gerade mal 150 Yen pro Person. Aber bevor wir uns durch den Garten führen lassen, lassen wir unseren Tourguide sich erstmal kurz vorstellen. Ja, hallo, ich bin Annika, ich lebe in Japan schon 7 Jahre. Eigentlich wollte ich nur 6 Monate bleiben als Praktikantin im Gartenbaubereich. Inzwischen biete ich Touren an in Tokio, gerne auch woanders, durch alle Gärten. Das ist wirklich meine Leidenschaft. Ich liebe es, über Gärten zu reden. Ich kann den ganzen Tag über Gärten reden. Ja, und wenn ich nicht gerade über Gärten rede, dann schreibe ich über Gärten. Das ist eigentlich schon fast alles, was man zu mir sagen kann. Ich bin ein absoluter Pflanzenaktivist. Grün ist das Beste. Und damit starten wir unsere Tour im Grünen. Da es sich um eine internationale Tour handelt, wurde diese auf Englisch abgehalten. Also nicht wundern, dass Annika nun Englisch spricht. Ihr findet aber im Video deutsche Untertitel. This is when Japan opened up and became industrialized. And here the garden was built in 1917. Der Kyōfurukawa Garden besteht aus 2 Bereichen. Einmal einem westlichen Teil mit Villa und Rosengarten, wie ihr hier auf den Bildern sehen könnt, und den wir später noch einmal besuchen werden, und einen japanischen Garten, dem sich natürlich die japanische Gartentour gewidmet hat. Deshalb werden wir uns hier im Video auch mehr davon anschauen. They're full, they're not cut. They are cut over the nodes of the bamboo. So then they are closed. It was this guy who designed this garden. This place is called the Keikoku Gorge or Ravine. That's a stream through nature, through mountains. And this Ogawa Jihei, he loved the naturalistic stuff. And you can see that the stones used were much more edgy, more sharp in appearance
they used a lot of more stones upright Yeah. than here. These are really soft rocks in comparison. They will have an event in December on December 8th where you can participate. And I will go. And they said that you can try it yourself. Oh, Maybe to do the knots. Rock behind the water is called mirror stone. And then you have two supporting stones, which are called Waki stone. And some more stones. And here we have again a very natural style. So it's a set, what I have learned yesterday, that when you look from here to the Suhama, with the dry waterfall, you're looking on a typical Edo period style garden. Während unserer Tour im Garten hatten wir die Chance, eine kleine Pause zu machen bei einem leckeren Matcha im Teehaus. Stones from Mount Fuji. And there are many reasons why they love to use rocks from Mount Fuji. It's nearby. They are lightweight. There were a lot, so they were cheap. But the rocks are small, so you only had small rocks you could use for designing something. And here they created a wall which was made of small rocks, but which look a little bit like huge rocks. Pieces, so yeah. they combined it in a way, puzzled them to It big rocks. looks like it's one massive thing. Yeah. But it's They are carved in a special way. That's usually used in Sukiya style tea houses. And it's called nagori. It's very hard to make. sure. They usually use they use this kind of tool to carve it, and then they invented this ring to make it easier to decide where they carve. And they have to do it all by hand.
komplette Tour wirklich sehr interessant und ich habe sehr viel über japanische Gärten gelernt. Wenn ihr nun selbst Interesse habt, dann schaut gerne auf der Seite von Real Japanese Garden vorbei, denn ihr könnt solche Touren privat buchen. Und Annika kann euch dann auf Deutsch oder Englisch durch die verschiedenen Gärten in Tokio oder wo ihr gern möchtet führen. Zum Abschluss haben wir uns noch einmal im Rosengarten im europäischen Bereich angeschaut. Und somit endete dann unsere Tour und die gemeinsame Zeit im Kyofurugawa Garden. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr in Tokio seid. Ja, ihr Lieben, das war unser Video zur Gartentour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich setze euch unten in die Infobox noch ein paar Links, wo ihr mehr Informationen finden könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen hoch da und schreibt mir auch gerne ein paar Kommentare. Und wenn ihr meinem Kanal noch nicht folgt, dann lasst mir gerne auch ein Abo da und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis bald!